Am Sonntag ist Europawahl und jeder von euch sollte wählen gehen. Vergesst nicht, dass ihr bereits ab 16 wählen könnt und dass das eure einzige Chance ist, für die nächsten paar Jahre Einfluss zu nehmen auf das, was in der EU passiert. Wir schauen uns daher heute die netzpolitischen Wahlprogramme der Parteien an, die aktuell mindestens einen Sitz im EU-Parlament haben, plus einen Bonus, weil der in mehr als 10 Instagram-Nachrichten an mich angefragt wurde. Lest euch auf jeden Fall bitte das volle Wahlprogramm eurer Partei durch. Es gibt nicht nur Digitales, aber mein Fachgebiet ist halt alles, was Digitales und das Internet betrifft. Sortiert habe ich das Ganze nach den aktuellen Sitzen im EU-Parlament. Jede Partei bekommt etwa 30 bis 60 Sekunden. Ich bin faul und brauche eben auch neue Reels für Instagram. Und ja, meine Meinung kommt bei dem Ganzen natürlich auch ein bisschen dazu. Anders geht es einfach nicht. Ich bin auch nur ein Mensch. Deswegen, los geht's. Doch halt, noch geht's gar nicht los, denn das Video hier wird unterstützt von Get in IT. Wisst ihr, all diese digitalen Pläne, Open Source, digitale Verwaltung, all das benötigt ITler. Manchmal ist es aber gar nicht so einfach, einen Job in diesem Bereich zu bekommen, weshalb ich euch heute einladen darf zur nächsten Job.io. Diese findet am 20. Juni vollkommen online und vollkommen gratis statt und ich darf wieder einmal den ersten Vortrag halten. Das Thema wird Cloud und Infrastruktur sein und ich werde ein wenig über den sogenannten Vendor-Login sprechen. Also was passiert beispielsweise, wenn man komplett im Microsoft-Ökosystem eingesperrt wird und da nicht mehr rauskommt. Natürlich gibt es dort noch sehr viele weitere spannende Vorträge und auch wieder den bewährten Check eures Lebenslaufs, sodass ihr euch direkt mit den Firmen online auch vernetzen könnt. Ich freue mich auf euch. In der Beschreibung ist alles, was ihr braucht. Und als kleiner Bonus, ich habe angefangen, die Aufzeichnung meiner Speaker-Auftritte, sofern verfügbar, auch in meinem Newsletter zu erwähnen. Wenn ihr also das und eine Art IT-Trends einmal pro Woche in eurem Postfach haben wollt, dann schaut auf jeden Fall dort auch vorbei. Wir hören uns beim Vortrag. Die CDU-CSU mit aktuell 29 Sitzen möchte Schlüsseltechnologien verstehen, entwickeln und produzieren. Welche das sind, das steht nicht drin. Sie wollen Bürokratie abschaffen und künstliche Intelligenz fördern. Man fordert Reform der DSGVO, die sie aber auch selbst mitbeschlossen haben. Aber nur zur Vollständigkeit, wo wir es gerade davon haben, schon damals hat Axel Voss, CDU, am meisten Anträge eingereicht, um den Datenschutz bei der DSGVO zu schwächen. Außerdem möchte man eine Cyberbrigade gegen Desinformation und Hass im Netz errichten. Sie sprechen sich auch für die Speicherung von IP-Adressen, aka Vorratsdatenspeicherung, aus, aber gegen eine generelle Chatkontrolle, die sie überhaupt erst ins Gespräch gebracht haben. Da zum Thema Schwachstellen sammeln nichts im Programm drin steht, CDU ist pro Hackback und Staatstrojaner, wofür man Schwachstellen sammeln muss, die dann aber auch jeder andere Hacker ausnutzen kann. Es kommt dann wahrscheinlich halt drauf an, wofür die Firmen am meisten lobbyieren. Die Grünen mit derzeit 21 Sitzen wollen viel. Infrastruktur in der EU ausbauen mit EU-Herstellern, Open Source und Open Data, KI, vor allem KI-Forschung fördern und eine Technologie-Folgeabschätzung, um mögliche Risiken in den Griff zu bekommen. Das kann man schon fordern, aber dafür ist es halt jetzt eigentlich schon wieder zu spät. Außerdem einen Digital Sustainability Act, um Software- und Rechenzentren von Grund auf nachhaltig zu machen. DSGVO soll einfacher und praxistauglicher, aber gleich effektiv bleiben. Dienste sollen wie beim Messengern interoperabel werden, heißt WhatsApp-Nachrichten kann ich auf Signal empfangen, doch nicht. Dafür keine Vorratsdatenspeicherung, Chatkontrolle, Gesichtserkennung, Verhaltensüberwachung oder Merkmalzuschreibung. Das zeigen sie auch schon tatsächlich eine ganze Weile. Stattdessen soll ein Recht auf digitale Privatsphäre entstehen und ein Recht auf Verschlüsselung. Das geht zwar meistens gut, aber wenn man mit der CDU regiert, manchmal eben doch nicht. Die SPD mit 16 Sitzen etabliert bei sich Privatsphäre neu. Kein Aufbrechen oder Umgehen von Verschlüsselung, kein Zurückhalten von Schwachstellen für Hackbacks oder Staatstrojaner. Ja Mensch, haben die etwa gelernt? Vielleicht lag es an den Jungen in der SPD. Nancy ist auf jeden Fall andere Meinung, zumindest für Deutschland. Man möchte mehr EU-Souveränität durch nicht kommerzielle und dezentrale Messenger oder Handelsplattformen, also sowas wie staatlich gefördertes Matrix nehme ich an. Außerdem wollen sie mit dem Open Knowledge Act Wissen freier zugänglich machen. Bei der Infrastruktur möchte man sich weniger von Herstellern außerhalb der EU abhängig machen. Lol. KI soll durchaus zum Einsatz kommen, aber ohne die Abhängigkeit von Monopolen. Und sie wollen schnelles Internet für alle erschwinglich machen. In der EU.
Die AfD fordert mit aktuell 9 Sitzen das Ende von politisch oder ideologisch begründeten Eingriffen von Reichweiteneinschränkungen. Das heißt, sie wollen die ganzen Trollbots, die man auf Twitter, X, findet, auch auf allen anderen Plattformen unblockierbar machen. Für mehr Bots in den YouTube-Comments. Dass die bewiesenermaßen Russland-Propaganda verbreiten und von Hackergruppen gesteuert werden, passt dann natürlich zu den Spionagevorwürfen für Russland und für China. Die AfD ist gegen alles von der EU, darunter Uploadfilter, Leistungsschutzrecht, aber eben auch gegen die DSGVO, die klar überarbeitet werden sollte, aber doch bitte nicht komplett entfernt. Immerhin sind sie gegen Staatstrojaner und die Nutzung von Backdoors. Bildung soll allerdings komplett analog bleiben, denn Wissen muss erarbeitet werden. Sie fordern Open Source und volle Transparenz, aber halt irgendwie nicht für sich selber. Die Linke ist mit ihren 5 Sitzen links. Sie wollen das Internet von den Konzernen befreien, das heißt Verbot von Tracking insgesamt und von personalisierter Werbung. Tracking kann, nicht vergessen, auch gut sein. Sonst wird es sehr schwer in der Software Fehler zu finden. Offene Schnittstellen und Daten müssen zwischen den Anbietern mitgenommen werden. Ihr könnt also alles von Spotify zu YouTube Music mitnehmen. Sie wollen dann auch eine Bahn-App, aber für ganz Europa, Fairbnb, also Airbnb, aber fair, und Open Source fördern. KI soll hauptsächlich erklärbar sein, was technologisch bislang aber auch kaum geht. Tracking und Bewertung von Personen mit KI soll verboten sein. Daten sollen durchaus für Forschung genutzt werden, wie etwa in der Medizin, aber ohne wirtschaftliche Interessen. Ergebnisse sollen öffentlich zugänglich sein und mit Steuern finanziert. Sie sind gegen Staatstrojaner und Chatkontrolle und fordern Recht auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Vorratsdatenspeicherung soll auch verboten bleiben und Daten in die USA zu schiffen, das wollen sie beenden. Bleibt die Frage, wer das alles übernehmen soll, denn das hat bislang nicht geklappt. Die FDP vermarktet sich mit ebenfalls 5 Sitzen als Freiheits- und Wohlstandspartei. Man fordert eine digitale Identität, Netzneutralität und einen Stopp von Geoblocking, um für Influencer die Werbung für VPN-Anbieter zu erschweren. Komponenten in der kritischen Infrastruktur sollen nicht aus autoritären Staaten kommen. KI soll weder zur Überwachung genutzt werden, noch überreguliert werden, damit der Markt die Erschaffung des Terminators selbst regulieren kann. KI-Trainingsdaten sollen Fair Use sein, so wie es in den USA ist, schreiben sie. Ja, die USA, die haben das schon fast geklärt. Am besten warten, was die so mit FISA und Co. machen, dann machen wir das einfach nach. Auch die FDP ist für Privatsphäre und Recht auf Verschlüsselung und lehnt Netzsperren, Chatkontrolle und Vorratsdatenspeicherung ab. Besser in die Ausstattung von Europol investieren. DSGVO soll entbürokratisiert werden, im besten Fall da nicht aufhören, deshalb soll auch die Verwaltung digitalisiert werden. Na, hoffen wir, dass das besser läuft als in Deutschland. Die 2 Abgeordneten der Freien Wähler sind ebenfalls laut Eigendefinition eine Partei des Fortschritts. Zu der Partei gehört der hier. Man will gegen digitale Monopolstellung aktiv werden und Social Media gegen Bots nachschärfen. Achso, ja dann. Die Freien Wähler wollen außerdem Behördengänge digital möglich machen und alles, was digital ist, soll auf dem Land genauso möglich sein wie in der Statt. Datenaustausch bei der Polizei soll in der EU erleichtert werden. Rechenzentren sollen insgesamt in Europa betrieben werden. Gegen Cyberangriffe und Fake News soll ein Cyberabwehrzentrum für die EU gebaut werden, das dann mit dem Abwehrzentrum der NATO zusammenarbeiten soll. Was genau da gemacht werden soll, das weiß niemand so richtig, denn eigentlich ist man gegen Staatstrojaner. Vielleicht aber auch nur bei der eigenen Bevölkerung. Im Ausland ist es dann okay. Werden halt immer noch Schwachstellen gesammelt, die Hacker gegen uns Bürger benutzen können. Die Familienpartei hat mit einem Sitz im Parlament buchstäblich gar kein Digitalprogramm, außer dass sie den digitalen Euro ganz toll finden. Die ÖDP sitzt auch mit einem Sitz im EU-Parlament. Sie fordern keinen Zwang zur Online-Nutzung, was auch einfach nicht inklusiv wäre, ein Whistleblower-Schutzprogramm und Offenlegung von Algorithmen, was nicht unbedingt Überprüfbarkeit bedeutet. Daten sollen nur gemäß DSGVO genutzt werden und anlasslose Auswertung von Videoüberwachung soll es nicht geben. Also im Grunde alles genauso lassen, wie es ist. Die ÖDP fordert aber auch die Einrichtung von funkarmen Gebieten für funksensible Menschen. Das sollen Menschen sein, die elektromagnetische Felder spüren können. Wissenschaftliche Studien konnten wiederholt nicht belegen, dass so etwas überhaupt existiert. Man vermutet eher den Nocebo-Effekt dahinter. Seriös. Die Piratenpartei, ebenfalls mit einem Sitz im EU-Parlament, hat sich wegen ihres Digitalprogramms den Sitz sogar erst verdient. Sie beschränken sich aber nicht darauf. Öffentlich verfügbare Datensätze sollen gefördert werden und Transparenz soll gestärkt werden und dadurch Lobbyismus bekämpft. Direkte Demokratie soll mit Digitalisierung ermöglicht
ermöglicht werden. Dazu soll es eventuell sogar eine EU-Staatsbürgerschaft geben und eine Plattform zum Diskutieren und Vorschlagen von Änderungen von Gesetzen für das EU-Parlament. Bildung soll digitalisiert und grenzübergreifend in der EU frei zugänglich sein. Sie wollen, ihrem Namen gerecht werden, Urheberrecht und Patente überarbeiten. Massenüberwachung wie Chatkontrolle wird natürlich abgelehnt. Immerhin hat Patrick Breyer von der Piratenpartei quasi den Begriff geprägt. Auch Überwachung im öffentlichen Raum lehnen sie ab. Genauso Profilerstellung, Altersüberwachung oder Datenaustausch mit Ländern, die keinen guten Datenschutz haben. Das ganze Programm ist voll von digital, wie auch Ausbau von Infrastruktur, Netzneutralität, Open Source und noch viel mehr, aber Minute um. Auch Volt hat einen Sitz im EU-Parlament. Sie fordern digital mehr Investitionen in zum Beispiel KI und Open Source, aber auch eine verpflichtende Prüfung, ob die Systeme auch wirklich privatsphärefreundlich und nicht diskriminierend sind. Besteuerung soll übrigens auch da stattfinden, wo das Produkt online gekauft wird. Wieso wohne ich denn auf einmal auf den Bahamas mit meinem VPN? Sie wollen den Begriff digitale Gewalt erweitern, wodurch mehr Taten zu Straftaten werden. Welche stand nicht so genau dabei. Auch Desinformation soll mit Abschreckungsmaßnahmen bestraft werden. Bündnis Deutschland sitzt ebenfalls mit einem Sitz im EU-Parlament. Digital fordern sie vor allem die Wirtschaft zu stärken, aber auch Digitalkompetenzen mehr in den Fokus der Bildung zu rücken. Dabei soll möglichst alles in Europa und nicht woanders hergestellt werden. Regulierung, vor allem in Bezug auf KI, wie den AI-Act, findet man eher schlecht, weil Wirtschaft. Deshalb finden sie wohl auch eine KI für Job-Einstellung oder Uni-Zulassung okay, sofern die Systeme fachkundig geprüft werden. Ich als Fachkundiger sage, ohne Fehler gibt es keine KI. Laut Bündnis Deutschland ist der Besuch beim Amt aber auch ein echt schöner Moment. Deshalb soll die physische Anwesenheit weiterhin nötig sein. Also Ämter, Schulen und Gesundheitsversorgung lieber nicht digitalisieren. Kleiner Bonus, die Partei der Humanisten. Aktuell nicht vertreten im EU-Parlament, aber ihr habt mich in den DMs mehrfach nach ihrem Programm gefragt. Sie fordern lückenlose und zuverlässige Mobilfunkanbindung, Hardware und Software in allen staatlichen Weiterbildungseinrichtungen und Aufklärung über digitale Themen wie Desinformation oder Filterblasen. KI soll auch in den Lehrplan. Open Source genauso wie Open Data soll gefördert werden, Urheberrecht soll reformiert werden. Geoblocking soll abgeschafft werden. Ich glaube, das Programm wurde von Informatikern geschrieben, denn sie fördern Homeoffice und wenn es soweit ist, dass weniger Arbeitskräfte gebraucht werden, zum Beispiel wegen KI, setzen sie sich für ein Grundeinkommen ein. Das langfristige Ziel ist eine Gesellschaft, in der Arbeit optional wird. GPT-7 oder 8 dann wohl. Privatsphäre wird als sehr wichtig eingestuft und Überwachungsmaßnahmen abgelehnt. Damit fehlt eigentlich nur noch die Satirepartei Die Partei. Hier würde ich euch in aller Ernsthaftigkeit den Vortrag oder das Buch des ehemaligen Mitglieds Nico Semsrott empfehlen. Dort geht es um Korruption und die Missstände im EU-Parlament. Das Programm der Partei Die Partei muss ich, denke ich, hier nicht vorstellen. Ernst gemeint ist davon sowieso nicht viel. Wie gesagt, Satirepartei. Ein paar abschließende Worte allerdings zu diesem Video. Ein solches Video kann nicht ohne menschlichen Bias geführt werden. Die CDU beispielsweise kann ich persönlich schon lange nicht mehr ernst nehmen, wenn es um digitale Themen geht. Dass wir alle uns sozusagen in einer Sphäre befinden, in der wir uns noch nicht so gut auskennen. Ich habe früher dazu mal Neuland gesagt. Das hat mir einen großen Shitstorm eingebracht. Also jedenfalls ist es aber in gewisser Weise noch nicht durchschrittenes Terrain. Und natürlich ist das dennoch meine Meinung. Wenn jemand von euch staatliche Überwachung feiert, ist das vielleicht trotzdem eine Option, die ihr durchaus wahrnehmen solltet. Demokratie heißt, dass jeder abstimmen darf. Das Einzige, was ich von euch möchte, ist, dass ihr zur Wahl geht. Denn nicht zu wählen, das wäre einfach echt dumm. Lest bitte aber auch das Wahlprogramm der Parteien durch, die euch interessieren. Ihr findet sie unten in der Beschreibung verlinkt. Lest es aber mit der nötigen Skepsis, dass das natürlich im Grunde Marketing ist. Schaut euch gerne Abstimmungsverhalten an und wenn ihr tiefer gehen wollt, recherchiert über die Person oder die Partei. Und damit bis zum nächsten Mal im Cyberspace.